Servus und grüß dich aus dem wunderschönen Saalbach-Hinterglemm. Ich bin hier mit dem niegelnagelneuen YT Decoy SN, das neues E-Enduro von YT mit 170 mm Federweg an der Front, 160 am Heck, einem Fazua Ride 60 Motor und alle Details zum Bike und natürlich spannende Testeindrücke gibt es in den kommenden Minuten, also bleibt auf jeden Fall dran. Beim neuen YT Decoy SN handelt es sich um Carbonrad mit dem bekannten Viergelenker-Hinterbau von YT. 160 mm hinten hat es, mit einer 170 mm Gabel wird es dann kombiniert. Wie immer relativ progressiv, nicht so krass wie früher, aber wir haben immer noch 29,5% Progression, also im Vergleich schon immer noch recht viel. YT sagt ein bisschen mehr Gegenhalt in der Federwegsmitte außerdem, dass man eben einen aktiven Fahrstil frönen kann quasi. Ja, und wichtig natürlich der Fazua Ride 60 Motor am Tretlager, ziemlich unauffälliges Ding, fällt so in den Bereich Leitantrieb, hat 60 Newtonmeter, also ein bisschen weniger als jetzt ein Full Power E-Bike. Dazu gibt es eine 460 Wattstunden Batterie, die fest verbaut ist, kann zum Laden nicht entnommen werden, also man braucht quasi dort, wo man das Rad lagert, auch eine Steckdose. Das ganze Rad, ich konnte es noch nicht wiegen, das blenden wir euch ein, dürfte so um die 20 Kilo, 21 Kilo wiegen. YT sagt auch, es ist kein Light EMTB, sondern es ist ein Mid-Support E-Bike und ist eben richtig Enduro-mäßig ausgestattet. Außerdem haben wir hier vorne so ein kleines Fazua Display, das zeigt über die Farben quasi den Unterstützungsmodus an und über verschiedene leuchtende LEDs sagt es uns, wie viel Batterie wir noch übrig haben. Und ja, gesteuert wird das Ganze hier oben über den Ring Controller, den kennen wir auch schon. Der hat verschiedene Funktionen, hoch, runter kann man die Unterstützung einstellen. Gibt so einen Boost-Modus, in dem man es länger hochhält. Dann hat es kurzfristig nochmal mehr Power, das System, für etwa 10 Sekunden, glaube ich. Und ja, wenn man ihn reindrückt, gibt es natürlich auch einen Walk-Modus. Wie gewohnt bietet YT das Decoy SN in ganzen 5 Größen von S bis XXL an, also eine echt große Bandbreite. Die Geometrie, würde ich sagen, fällt insgesamt ausgewogen, nicht zu extrem, aber schon Enduro-mäßig aus. Was bedeutet das? Das Rad ist jetzt hier, wie ihr es seht, in Größe L, passt gut zu meinen 1,83 Meter Körpergröße, hat einen 475er Reach, also mittellang, aber ich finde ein sehr guter Wert, einen ziemlich hohen Stack insgesamt. Dazu gibt es ein recht tief abgesenktes Tretlager. Über einen kleinen Flipchip könnt ihr das auch noch ein bisschen variieren. Das hat auch Einfluss auf den Lenkwinkel. Im höheren Setting liegt er bei 64,2 Grad. Kann man um 0,3 Grad abflachen eben noch. Dazu 472 mm Kettenstreben und einen Sitzwinkel, der ziemlich steil ist in allen Größen. Es variiert leicht, aber in allen Größen knapp über 78 Grad laut YT. Also insgesamt eine steile Angelegenheit, dass man quasi auch in technischen Uphills zentral auf dem Rad sitzt. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet YT insgesamt 3 Modelle an, die alle auf den identischen Carbonrahmen setzen. Das günstigste Modell ist das Core 2, das kostet 6.499 € und setzt auf ein RockShox Select Fahrwerk kombiniert mit einer Mischung aus Shimano XT und SLX Antrieb und ist auch das einzige Rad mit quasi mechanisch angesteuerten Schaltung. Für 7.499 € bekommt man das mittlere Modell, das Core 3. Das bietet dann schon ein RockShox Ultimate Fahrwerk, also absolute High-End-Version vom RockShox Fahrwerk, kombiniert mit einer elektrischen Schaltung von SRAM, ist eine Mischung aus S1000 und GX, also so das untere Ende der elektrischen Schaltung von SRAM. Und das, was ich hier vor mir habe, ist das absolute Topmodell, 8.499 €, das Decoy SN Core 4. Ihr seht, als einziges ein Fox-Fahrwerk, Fox Factory, vorne sogar schon die neue Grip X2 Kartusche von Fox, die erst vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Dazu gibt es einen SRAM GX Axis Transmission Antrieb, eine SRAM Maven Silver Bremse, super starke neue Bremse, Laufräder von Crank Brothers. Eine ganz coole Besonderheit ist die Continental Grip Total Reifen, die sind nämlich in der Enduro-Karkasse, aber vorne in weicher Gummimischung. Das gab es bisher noch nicht, soll jetzt wohl auch auf den Aftermarket kommen. Und noch eine spannende Sache ist das Cockpit, das kommt von Rental und zwar verbaut YT hier standardmäßig einen Lenker mit 40 mm Rise. Dazu wie gesagt der hohe Stack, den ich schon erwähnt habe. Und deswegen ist das Rad, obwohl das Steuerrohr hier ganz schön kurz abgeschnitten ist, eigentlich an der Front relativ hoch, was ja aktuell auf jeden Fall modern und en vogue ist. Und dazu gibt es noch E13-Kurbeln hier in Gold, gibt aber übrigens eine schwarze Version und diesen 160 mm kurz, also relativ kurz, damit ihr quasi in technischen Anstiegen nicht so schnell aufsetzt. Kurzer Szeneriewechsel, 3 Wochen später ist es jetzt. Wir sind nicht mehr in Saalbach, sondern wir sind in meiner Werkstatt, in meinem Büro hier. Und ja, in den letzten 3 Wochen konnte ich das Rad richtig viel fahren, in Saalbach, aber auch vor allem auf meinen Home Trails und zum Beispiel am Schöckel, das ist ein kleiner Bikepark hier in der Nähe.
Also gibt es schnelle Strecken, verwinkelte Strecken, natürliches Terrain, alles was man braucht, um so ein E-Enduro wie das YT Decoy SN eben zu testen. Kommen wir also zu den spannenden Testeindrücken. Vorweg gibt es aber noch eine Info, die mir vorher gefehlt hat. Ich habe das Rad gewogen, 20,9 Kilo wiegt es, so wie es hier hängt, allerdings ohne Pedale. Also nicht im super leichten Bereich, so wie YT auch von vornherein gesagt hat, aber immer für ein Full-Power-Bike wäre es schon auf der leichteren Seite. Aber für ein Light-E-Bike ist es eher ein bisschen schwerer, aber eben auch ein komplettes Enduro-Bike, kein Trail- oder All-Mountain-Rad. Naja, kommen wir zu den Eindrücken. Wenn man sich draufsetzt aufs Rad, das erste, was einem auffällt, ist auf jeden Fall die ziemlich relaxte Sitzposition. Das Tretlager ist recht tief so, auch im Regular Flip-Chip-Setting, also in dem höheren Flip-Chip-Setting. Und die Front vor allem ist richtig hoch. Also als ich den Lenker gesehen habe mit nur einem Spacer unterm Vorbau, habe ich erst gedacht, das ist bestimmt ganz schön flach. Dann setzt man sich drauf und merkt, nee, es ist super hoch, hoher Stack, 40 mm Riser-Lenker, also man sitzt schon sehr entspannt drauf. Steiler Sitzwinkel, dadurch ist jetzt das Oberrohr auch relativ kurz, also hat so eine relaxte, aufrechte Sitzposition, ist echt cool für lange Tage im Sattel. Das ging damit richtig gut, das habe ich auch ausprobiert, auch hier bei 36 Grad Hitze bin ich gefahren und habe mich eigentlich wohl drauf gefühlt. Bis auf den STG-Sattel, der war nicht so ganz für meinen Popo gemacht, aber das ist ja immer sehr individuell. Was auffällt, ist der Verzura-Motor. Noch ein paar Worte dazu. Wir haben ihn schon oft getestet. Er liefert eine natürliche Unterstützung, finde ich. Also man hat nicht dieses ruckartige Anfahren. Das hat man nur, wenn man in diesen Full-Power-Modus wechselt. Da kann man mal die Lenkerfernbedienung länger nach oben drücken und dann hat er für so 10 Sekunden ungefähr noch mal ein bisschen Zusatzpower. Dann wird er sehr ruckelig so, dann schiebt er voll an. Ansonsten fühlt er sich voll natürlich an. Man merkt ihn nicht sehr, die Geräuschkulisse ist voll in Ordnung. Genau, und auch die Reichweite fand ich war recht solide mit der 430 Wattstunden Batterie. Ich bin einmal 33 Kilometer, 1150 Höhenmeter gefahren. Hälfte ungefähr auf sehr, sehr schlecht rollenden, so sehr grob schottrigen Wanderwegen. Die andere Hälfte auf Asphalt. Und es wird eine Range Extender Option geben, ist aktuell auch noch nicht erhältlich, aber ja, hat YT auf meine Nachfrage hin auf jeden Fall bestätigt. Also wer lange Touren fahren will, ja, sitzt gut auf dem Rad, ist da gut aufgehoben. Ein Kletterkünstler ist es jetzt nicht. Mir hat zwar durch diesen super Boost-Modus schon das Potenzial, auch mal echt anspruchsvolle Anstiege hochzukommen. Aber eben dadurch, dass die Front recht hoch ist, muss man sich halt richtig nach vorne lehnen. Also man kriegt es hin, der Sitzwinkel ist steil genug, dass man schön nach vorne kommt. Aber man muss schon sich aktiv nach vorne lehnen, auch selber ein bisschen reintreten. Ist wie gesagt kein Full-Power-Bike. Also ich bin damit jetzt nicht unbedingt irgendwie Trails rückwärts wieder hochgefahren, sondern dann schon eher den bisschen sachteren Wanderweg oder halt Uphill Trail lieber wieder hoch. Wenn man sich das Rad jetzt aber anguckt, dann weiß man, okay, das wird sein Heil wahrscheinlich in der Abfahrt suchen. Es ist wirklich ein Vollgas-Enduro-Bike, wie YT es versprochen hat. Und da fällt erstmal auch wieder die hohe Front auf. Man muss so ein bisschen kurz dran gewöhnen. Ich bin eigentlich jemand, der eine sehr hohe Front mag. An dem Rad habe ich kurz überlegt, ob ich es so runtersetze, aber fand es dann doch ziemlich gut. Habe es so gelassen, wie es auch ausgeliefert wird. Und die SRAM Maven Bremse, die ist wirklich sehr, sehr touchy, würde ich sagen. Also die hat mega viel Power beim geringsten Fingerzucken. Habe ich mich nach ein paar Abfahrten auf jeden Fall dran gewöhnt. Dann fällt auf, Front und Heck sind super gut ausbalanciert. Es hat gut zueinander gepasst. Es gibt von YT auf jeden Fall immer einen recht umfangreichen Setup-Guide. Der stand mir jetzt noch nicht zur Verfügung. Und trotzdem ist es mir, obwohl es ja wirklich umfangreiche Einstellmöglichkeiten an dem Fox-Fahrwerk gibt, recht leicht gefunden, dann für mich passendes Setup zu finden. Das Rad kickt nicht, man steht richtig, richtig gut drin, kann richtig attackieren. Es ist kein Laufruhemonster. Das verrät schon so ein bisschen der Blick auf die Geometrietabelle, also Lenkwinkel und Radstand. Das könnte sicherlich alles noch länger ausfallen an manchen Rädern, aber man hat eben echt den Vorteil, es ist super aktiv. Der Hinterbau ist zwar einerseits echt progressiv, ich habe keine Durchschläge so richtig gehabt, vielleicht ein-, zweimal war ich so nah dran. Aber was bei YT so neu ist an dem Rad hier, würde ich sagen, ist es echt viel Gegenhalt frühzeitig im Federweg hat. Also man kann sich so richtig gut am Gelände an Wurzeln oder an Wellen abdrücken, kommt gut in die Luft und dadurch fühlt es sich echt nicht an wie 21 Kilo. Also da war ich sehr überrascht. In Saalbach hat es mir schon gut getaugt und dann bin ich heute auf meine Home Trails, die sind teilweise sehr steil und rutschig und da habe ich mit dem E-Bike manchmal echt zu kämpfen. Also auch so richtig, dass mir der Rumpf weh tut, weil das schwere Rad halt runterzieht und man das irgendwie manövrieren muss. Und das hatte ich hiermit gar nicht. Also man merkt schon noch, ja, es ist kein super leichtfüßiges Rad, aber ich habe es immer dort platziert bekommen, wo ich wollte. Und konnte auch mal einen Bunny Hop machen, was echt mit so manchem über 20 Kilo E-Bike dann schwer wird. Also es fühlt sich nicht an wie ein schwerer, behäbiger Panzer, sondern es ist wirklich auf der leichtfüßigen Seite.
Es ist nicht super laufruhig, aber ich bin in Saalbach auch teilweise wirklich richtig schnell in Wurzelfelder offen gerade rein. Und klar, dann merkt man schon, das Rad tänzelt ein bisschen. Ich hätte einfach nicht schneller fahren können. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mich da limitiert. Und man muss auch mal bedenken, dass halt Enduro-Strecken keine Downhill-Strecken sind und selbst Downhill-Strecken haben auch mal eine Kurve. Also ich finde, da hat YT wirklich eine gute Balance gefunden. Und apropos Kurve, da geht es wirklich gut rum. Also da merkt man, es gehorcht schnell auf alle Lenkimpulse. Das kleine Hinterrad ist ein Mallet-Bike, ne? Das kleine Hinterrad hilft sicherlich auch ziemlich gut dort. Ja, und war für mich ein ausgewogenes Rad, an dessen Handling ich mich wirklich sehr schnell gewöhnen konnte. Also Gegenhalten der Federwegsmitte, das hat es auf jeden Fall. Klar, alles hat so ein bisschen auch eine Kehrseite, das heißt, man kriegt mit dem Decoy SN schon auch mal Feedback in die Füße mit. Ich habe auch ab und zu vielleicht mal einen ruppigen Schlag bekommen, den ich mir auch hätte ersparen wollen. Auch hier muss ich aber sagen, hat YT einfach echt einen guten Kompromiss gefunden. Es kickt hinten nicht, also auch wenn man mal irgendwas trifft, was man nicht gesehen hat, vielleicht einen fetten Stein hinten, habe ich nie was mitbekommen. Also man kriegt dann zwar ein bisschen einen Schlag mit, aber das Heck saugt dann doch irgendwie das Schlimmste auf. Und ja, eben der Vorteil davon ist, dass man relativ aktiv fahren kann und das ist immer irgendwie, das muss man abwiegen. Und ich finde, dass das Decoy sich da wirklich sehr ausbalanciert und neutral verhält. Hatte ich keine Probleme mit und ja, man kann sich irgendwie von dem, was ich erzählt habe, schon denken, auf Sprüngen und so geht es auch richtig gut. Also ich habe mich da super wohl gefühlt, es geht gut in die Luft, man kann es auch gut bewegen. Da ist das Gewicht, klar, wenn man jetzt irgendwie die mega krassen Tricks machen will, das kann ich nicht. Ist es ein Nachteil für mal irgendwie einen Whip oder einen Tabletop, fand ich es richtig gut, weil es halt schön stabil liegt. Also ist echt ein verspieltes Allround-Bike. Und das ist auch mein Fazit von dem Rad. Das ist hier wirklich ein ausbalanciertes E-Enduro-Bike, das einerseits in der Ausstattung keine Kompromisse macht, andererseits beim Fahrverhalten irgendwie schon, aber auf eine positive Art und Weise. Es kann nichts perfekt, aber es ist in allem gut genug, um wirklich zu attackieren, egal ob es um verwinkelte Wurzeltrails geht, um Bikeparkstrecken, um richtig schnelles Geballer. Ich hatte nirgendwo das Gefühl, von dem Rad irgendwie ausgebremst zu werden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich wirklich schnell darauf einstellen kann, mich schnell daran gewöhnen kann und irgendwie ein Setting und eine Position gefunden habe, die für mich gut passt. Also ich hatte echt eine super gute Zeit auf dem Rad. Und ja, ist irgendwie erstaunlich. Man denkt erst ein 21 Kilo Light E-Bike ist schon irgendwie eine wilde Sache. Allerdings muss man sagen, in dem Segment gibt es halt wirklich super wenige so Enduro-Räder. Stahlfederdämpfer drin, widerstandsfähige Reifen drin, fette Bremsen, fette Gabel. Ja, kann man einfach aus dem Karton holen und losfahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann postet ihr einfach hier runter in die Kommentare. Dort ist auch der Artikel verlinkt, wo ihr natürlich alles immer super detailliert nachlesen könnt. Und ja, lasst doch ein Like da, drückt das Glöckchen, folgt dem Kanal. Es würde mich super freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen. Es gibt immer super aktuelle Tests moderner E-Mountainbikes.